Ich heiße André and I put the and in gender. Ich benutze alle oder gar keine Pronomen. Ob in meinem Look, mit Make-up oder wie ich mich style, der Sinn für Ästhetik und Sachen zu kreieren begleitet mich durch den ganzen Tag. Ich bin der Darko und meine Welt besteht aus Arbeiten, Wochenende verbringen. Ich game gerne. Das ist so ein Ort, wo ich gerne auch mal länger drin verschwinde. Es lenkt mich eben auch vom Alltag ab. Wenn ich auf der Bühne stehe als Mercedes Star, will ich die komplette Fantasy mit einem aussagekräftigen Look performen. Self-Expression hilft mir, mein Innenleben nach außen zu tragen. Ich will, dass Leute anfangen, outside of the box zu denken und nicht mit ihren Scheuklappen durchs Leben laufen. Wenn ich nicht am Gamen bin, dann mache ich sehr gerne Sport. So als Mannschaft oder auch als Fan auf der Tribüne. Wenn du Fußball schaust, wenn die Atmosphäre gut ist, das alles gibt mir halt so ein Gemeinschaftsgefühl. Da ich in einem sehr konservativen Umfeld aufgewachsen bin, ist es für mich schwierig, um gesellschaftlichen Normen gerecht zu werden. Ich lebe nicht nach einem 10-Jahresplan. Ich lasse mich Tag für Tag neu inspirieren. Ich will nicht sagen, dass die Stadt viel toleranter ist als das Land. Aber es gibt Ecken, um sich in Safe Spaces zu begeben und sich mit Menschen zu treffen, die offener sind und ihr Leben auch einfach so leben, wie sie es wollen. Ich bin ursprünglich Serb und weil ich in der Schweiz lebe, versuche ich meinen Bezug zu meiner Heimat vor allem mit meinem Glauben auszuleben. Ich bin nicht mega streng religiös, aber ich lasse mich schon leiten von den Werten in meinem Glauben und der bestimmt auch mein tägliches Leben. Gerade in so einer Welt, die immer schneller und moderner wird, gibt mir der Glaube Sicherheit und Kontrolle. Ich würde gerne jemanden treffen, der anders lebt und denkt wie ich, einfach um zu ergründen, ob wir in unserem Kern wirklich so verschieden sind. Ich wünsche mir, dass wir beide unseren Lebensstil unvoreingenommen hinterfragen können. Ich bin gespannt, die Person kennenzulernen, die von der LGBTQ-Community kommt, weil ich nicht weiss, wie das ist und weil ich halt nicht von dem, wie soll ich sagen, von dieser Welt komme. Ich bin André, ich bin 21. Meine Pronomen sind alle oder keine. Also mir kommt es nicht darauf an, wie man mich benennt, aber ich will nicht als Mann bezeichnet werden. Genau. Okay. Und wer bist du? Also ich bin der Darko, bin 24, bin von St. Gallen. Ursprünglich bin ich von Serbien und ja, ich betitle mich als Mann und ja. Ich habe auch mitgenommen. Ja. Das ist eine Purse aus den 20er Jahren. Okay. Das muss man anlängen, das ist mega cool. Ich stehe mega so auf Vintage-Artikel. Also neu sieht es nicht aus. Nein, es ist sehr alt. So eins meiner Favorite Pieces. Okay. Und ich habe noch einen Christian Dior Vintage Lippenstift mitgenommen. Okay. Ich habe gerne schöne Sachen. Wie kommt es zu dem, dass, also eben, wenn du dich ja nicht, wie vorhin mich vorgestellt hast, du betitelst dich nicht als Mann. Wie kommt es dazu, dass du das eigentlich so siehst? Dass ich mich nicht als Cis-Mann identifiziere. Soll ich dir erklären, was ein Cis-Mann ist? Weißt du das? Nein. Okay. Also, ein Cis-Mann ist jemand, der als Mann geboren wird Okay. und sich auch mit dem Geschlecht identifizieren kann, auf einer sozialen Ebene. Ja, okay. Genau. Und ich tue halt das unterteilen. Du wahrscheinlich nicht, weil du bist in dem Körper geboren, wo du dich auch wohlfühlst, oder? Also ich komme jetzt da nicht raus, so musst du mal ein bisschen... Also, was kommt jetzt nicht raus? Also wie es halt zu dem all dem gekommen ist, dass du es halt so unterteilen tust. Also ich meine, man hört ja von vielen, die haben irgendwie etwas erlebt, etwas mega Krasses. Und dass es dann nachher so entstanden worden ist, dass irgendwie die einen sich zum Beispiel jetzt eben sich an gleichgeschlechtliche Ansachen fühlen oder halt sie... Hast du das Gefühl, dass Also ich weiss es- Homosexualität durch traumatische Erlebnisse in der Kindheit entsteht? Ich sage mal es so, nicht in dem Sinn, dass da halt so ein Klischeehafte ist, sondern halt, ich habe es von den meisten halt gehört, zum Beispiel, aha, der hat sich geoutet, aber ja, der hat irgendwie das und das erlebt gehabt und keine Ahnung. Aber findest du nicht, dass man vielleicht dann auch nach Gründen sucht, wieso dass die Leute denn so sind und weil es nicht einfach so annimmt, dass es einfach so ist? Schwierig zu sagen, es ist eigentlich ja immer halt von Personen ab.
Würdest du sagen, Homosexualität ist unnatürlich? Auf einer Seite ja und auf einer Seite nein. Ich fange jetzt mal auf die andere Seite nein an. Wieso? Weil das halt heutzutage eigentlich ja völlig okay ist bei der Mehrheit, vor allem halt in der westlichen Hemisphäre. Es ist nicht so, dass ich gegenüber, zum Beispiel wie bei dir jetzt, also es ist jetzt nicht so, dass ich jetzt gewalttätig werde. Das natürlich nicht. Das nicht. Nein, Gewalt ist keine Lösung, oder? Natürlich auch nicht. Es hängt eben halt immer darauf ab. Also zum Beispiel halt vielleicht in meinen jüngeren Jahren, wenn ich jetzt ein paar Jahre jünger und ich will jetzt da so vor dir hocken, dann hätte ich, also so leid, dass es mir tut, da hätte ich vielleicht irgendwie ein bisschen heftiger reagiert. Ich habe das gekauft, weil das halt für mich wirklich eine sehr große Bedeutung hat, vor allem halt in meinem Land und halt ja, das ist halt unser orthodoxes Kreuz, was eigentlich sehr heilig ist. Also sprich, da ist kurz geschrieben auf Kyrillisch, also IS und HS, das heißt Jesus Christus, also Jesus Christus. Wenn man sagt, gut, mir ist das wichtig, zum Beispiel eben, mir ist wichtig, dass ich in der Zukunft halt Frau und Kind habe. Nicht, weil ich so gesagt beeinflusst worden bin von jemandem oder so, sondern es ist halt... sind alle beeinflusst von irgendetwas oder verschiedenen ja, Sachen? Das schon. Aber eben, ich meine, wenn man schon in einer freien Welt wohnt, also lebt, besser gesagt, dann ist es auch schlussendlich immer wichtig, dass man auch selber entscheiden kann, wie man leben will. Aber? Also das widerspricht ja ein bisschen dem, nicht? Wenn du sagst, freie Welt, aber dann LGBTQ ist nicht okay. Und also da, was du gesagt hast, das ist ein Widerspruch. Das muss ich dir halt auf einer Seite schon recht geben. Aber es ist, wie soll ich sagen, das ist für uns halt so das Leben. Das ist so unser Lebenssinn. So, du bist da geboren, also du bist auf dieser Welt geboren, du hast eine Aufgabe, du hast eine Gottesaufgabe, du musst das erfüllen, dass du eigentlich so gesagt in den Himmel kommst. Aber von irgendjemandem... Hast du die Bibel gelesen? Darf ich da fragen? Eine Bibel? Ja. Nicht richtig, um ehrlich zu sein. Wieso nicht? Also ich habe natürlich alles das eingeprägt von Religionsunterricht und so, was ich in der Schule hatte. Ich meine, das Buch, das ist das meistgelesen und ich finde, wenn man sich als so stark gläubiger Mensch identifiziert und das auch so auslebt, finde ich schon... Also wäre ich stark gläubig, wäre ich jetzt nicht einmal da hocken. Okay, also du bist gar nicht so stark gläubig? Wenn ich wäre stark gläubig, wäre ich jetzt auch nicht mit diesen Kleidern rumlaufen. Okay, was würdest du denn machen? Wärst du in einem... Also ich sage mal so, das Wichtigste ist sicher für mich, ich glaube an Gott. Ja. Ich glaube an Jesus Christus, dass der Gottes Sohn ist. Ich glaube an Familie, ich glaube an das Kreuz da, das ich da in meiner Hand habe. Ja. Die Kleider, ich passe mich an, also so gut wie es geht. Natürlich habe ich auch eine gewisse Grenze. Also zum Beispiel Gibt's jetzt nicht so gegen dich jetzt angeschossen, aber alles so wie du, so wie jetzt du angelegt bist, so werde ich mich jetzt nicht anlegen. Muss auch nicht. Ja, ich hätte mich zum Beispiel jetzt nicht wohlgefühlt mit Ohrring und so. Voll. Weil, Das ist auch voll fair. Ja. Von dem her. Ja, voll. Ich Kannst du denke, mir das mal anschauen? darf ich? Ja, sicher. Danke. Ich habe eine Platte mitgenommen. Okay. Kennst du die noch? Was ist das? Eine Platte. LP, Vinyl. Eine Aha, okay. Also Musik. Und das ist Frankie Goes to Hollywood, Rage Hard. Und es geht eigentlich darum, dass die Leute sich angefangen haben auflehnen gegen den Krieg und gegen Ungerechtigkeit und dass alle sich gleich behandeln. Okay. Und das ist mir mega wichtig. Und das Zeichen kennst du sicher auch vielleicht für den feministischen Streik. So die violette Faust. Okay, ja. Und ich finde es halt mega wichtig, dass alle Leute die gleichen Chancen bekommen. Was denkst du zu dem? Weil ich finde, es gibt schon sehr viel Diskriminierung in unserer Welt. Und nicht alle bekommen die gleichen Chancen. Marginalisierte Gruppen sind immer noch... Ich sage mal so, Diskriminierung gegen jegliche Art ist natürlich nicht okay.
Aber es hängt immer auch davon ab, wie die andere Seite sich verhalten tut. Dort mal in der Römerzeit, da ist es nicht versteckt gewesen, dass es die Leute gegeben hat, die es auf gleichgeschlechtliche Menschen angezogen gefühlt haben. In der Antike sowieso nicht, in Griechenland nicht. Aber die haben sich auch nicht so verhalten wie heute. Also es hat vielleicht zwar schon noch gegeben, die sich wie Frau verkleidet haben, sich geschminkt haben oder so. Aber es hat auch zum Beispiel auch die einzigen, die sich auch normal verhalten haben. Was heisst normal? Also normal, ja. Für mich normal ist so, ja. Für mich normal ist so, wie soll ich sagen, nicht, dass es gerade so auffällt, also nicht, dass es gerade so offensichtlich ist, so, okay, er steht auf gleichgeschlechtliche. Hast du ein Problem mit Visibility von solchen Leuten oder Leuten, die sich gegen aussen zeigen? Nicht in dem Sinne gegen ihn in seiner Person, sondern halt wirklich sein Verhalten. Ich muss jetzt nicht akzeptieren, dass jemand so in meinem Leben ein Teil von meinem Leben wird. Das meine ich damit. Aber ich finde es einfach schade, wenn du sagst, anhand von dieser Charakteristik, dass man Teil von dieser Community ist, dass die Person gar nicht in dein Leben lässt. Vielleicht verstehst du dich ja auch mega gut mit dieser Person auf einem persönlichen Level, wo du gar nicht weißt. Und ich habe das Gefühl, du hast. Wieso würdest du nicht wollen, jemanden, der queer ist, in deinem Leben haben? Was Weil das eigentlich einfach gesagt für mich nicht normal ist. So leid, dass es mir auch tut. Ich sage mal so, dann soll er das in dem Umfeld machen, wo es natürlich auch akzeptiert wird. Ja, aber so bin ich auch. Wenn man mich nicht akzeptiert, dann akzeptiere ich die Person meistens auch nicht. Ja. Ich lasse mich nicht fertig machen für etwas, wo ich nichts dafür kann. Und ich denke, du hast auch schon... Also, nichts dafür. Also, du hast es natürlich auch im Unterbewusstsein auch selber entschieden, wie du dein Leben willst leben. Du sagst, ich soll lieber ein heterosexuelles das sage ich nicht. Wenn du dich entscheidest, dass du so lebst, wie du jetzt... Obwohl das für mich natürlich ist. Ja. Das ist für mich natürlich. Okay. Und ich weiss, dass das andere für dich natürlich ist. Aber du sagst, meins natürlich ist nicht natürlich. Wieso übernimmst du den Part, zu mir zu sagen, ob es okay ist, um so zu leben oder nicht? Das verstehe ich nicht ganz. Ich habe nicht gesagt, dass es nicht okay ist. Wenn du das für dich okay findest, dann lasse ich dich in Frieden. Ich habe das Gefühl, du siehst einfach da, wo dir deine Wertevorstellungen dir sagen, ist okay, da willst du sehen und das andere schiebst du einfach weg. Da lässt du gar nicht an dich ran. Also, so gesagt, geht auch nicht. Ich meine, ich habe zum Beispiel auch mit den Kollegen, mit denen das auch zum Beispiel so ein bisschen, so, wie soll ich sagen, wir sagen das bei uns, also da bei unserer Umgebung so ein bisschen rumschwülen. Was ist umschwülen? So, wenn zum Beispiel ein Kollege oder halt Bro irgendwie dir etwas sagt, so, hey, geile Frise und so, und dann sagst du so, hey, merci Schatz und so, weißt du? Aber ist doch ein schöner Umgang eigentlich, nicht? Ja. Wenn man sich auch Kompliment geben kann. Also, wie soll ich sagen? Es hängt immer ein bisschen je nach Person davon ab. Was machst du, wenn dein Kind zu der LGBTQ-Community gehört? Weil du willst ja Kinder gesagt, oder? Genau. In meinem ersten Gedanken sagt mir, ich hoffe, das wird nicht kommen. Also, wäre ich jetzt in dem Moment, ich wüsste jetzt ehrlich gesagt nicht, wann ich machen soll. Ich werde natürlich sicher mal mit dem drüber reden. Wie ist Also umstimmen? Oder nicht umstimmen. Okay. Nicht umstimmen. Wie ist es zu dem gekommen, dass er nicht auf Frauen stehen will? Wieso redest du nicht mit mir über das jetzt? Willst du wissen, wieso ich nicht auf Frauen stehe? Ja. Ich weiss es nicht. Okay. Weißt du, wieso dass du auf Frauen stehst? Eben. Kannst du auch nicht sagen, gell? Es hätte nämlich auch andersrum sein. Ja, so wie man es ja kennen kann, ist das im Basketball.
Nein, ich schaue ziemlich gerne NBA. Ja, Du und... bist so voll Ball for Life. Ja, voll. Ich bin mehr so Balls for Life, aber ich finde das voll fair. Läuft. Okay, Period. alles klar. Let's go. Okay, wow. Also bist du in einem Verein? Nicht im Verein, ich tue auch ein bisschen so hobbymäßig Basketball spielen und so. Gehst du mit Halt den Jungs mit- am auf den Platz? Ja, so? genau, voll. Oder natürlich mit den ersten Leuten, wenn ich dort jemanden treffe, dann mal ein bisschen ballen. Nice. Ja, voll. Let's go. Er ist Das nicht ist gepumpt. Und vor allem blöder Putz. Ja, genau, ja, voll. Ja. Aber nice. Du spielst, also du tust etwas trainieren oder? Ich habe Pole Dance gemacht. Jetzt 2 Jahre lang. Okay. Habe ich gehört. Ja, voll. Ja, ich muss schauen, dass ich auch fit bleibe, weil ich mache nicht mega gerne so Teamsport. Machst du das nicht gern? So Eishockey spiele ich noch gerne, weil ich so gerne einfach Eis skate. Aber Okay. so mit Böllen finde ich amigs ein bisschen, ich habe auch recht Angst vor dem Ball, muss ich sagen. So, ja, wenn dann so ein scharfer kommt, so von früher im Fußball, bin ich so... Wenn die Nase gebrochen wird, egal, richten, weiter geht's. Oder gehst zum Arzt. Sagst du Plastic Surgery? Hast du mal jemals NBA oder so geschaut? Nein, aber ich habe recht gute Kollegen, die viel NBA schauen und ich gehe nämlich nachher zu ihnen, wenn sie anfangen Bier zu trinken. Ah, und das sind so Kollegen, die halt auch in der LGBTQ-Community Nein. Teil sind oder Nein, überhaupt Das nicht? sind heterosexuelle Cis-Männer. Okay, Ja. okay. Also in dem Fall kennst du die sicher so eine Weile lang, dass die... Sehr lang. Schon seitdem ich 6, 5 bin. Und Ich bin die, ja nicht schwer. und die haben das voll akzeptiert gehabt, oder wie? Eins nicht irgendwie müssen die haben müssen ihre ein bisschen Freundinnen, den die haben Kopf einen zerschlagen. Job. Nein, die machen sich doch nicht raus, die leben ihr eigenes Leben. Ja, ja, klar, ja. Und 2 sind übrigens auch sehr gläubig. Okay. Voll. Gehen wir auf den Platz und pünktlich gehen. Also ich glaube, ich habe schon genug gehört. Jetzt irgendwie noch einen Tag investieren dafür, um halt deine Welt und meine Welt zu zeigen, finde ich an und für sich muss man nicht. Okay. Ja. Hättest du gar keine Lust, mit mir einmal auf den Platz ein bisschen werfen? Nein. Schade. Ja. Okay. Wie hast du das Gespräch gefunden? Ich habe es easy gefunden. Also Also bin ich da nicht irgendwie so ein bisschen negativ zu nahe gekommen oder nein, so? gar nicht. Ich kann das vertragen, weißt Ja. du? Ich meine, so, du bist respektvoll gewesen. Ja. Ich teile deine Meinung komplett nicht. Aber ist okay. Wir können agree to disagree.